wieder richtig weggedübelt, das Teil. Ich bin froh, dass Andis Zeit vorbei ist. Gut, dass wir hier geblieben sind, noch die 10 Minuten. Digga, der ist über 78. Fantastischer Fisch. Es ist voll dran. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge auf dem Hecht- und Barsch-Kanal. Zweite Episode Beat the Champ, wieder mit Andi Breker, Tag 2, wieder auf einem Gewässer, allerdings dieses Mal nicht ganz unbekannt, weil wir schon mal hier waren. An Tag 1, wer die Folge nicht gesehen haben sollte, dringend nachholen. Andi, ich freue mich, wobei, vielleicht freue ich mich nachher doch nicht mehr, dass ich dich dabei gehabt habe, aber das Format, muss man sagen, hat schon... Vielleicht gewinnst du ja wieder den Kameramann. Ja, vielleicht gewinne ich den Kameramann und verliere dann den Tag nicht. Andi, was ist dein Plan? Ja, ich habe gerade den Testwurf mit dem Jerkbait gemacht. Da kam er direkt hinterher. Da werde ich erstmal bei bleiben. Okay. Schönes Wetter, ein bisschen Sonne, weniger Wind. Ich denke, wir haben gute Karten heute. Ja, die Regeln für heute sind nämlich keine Gummifische. Das heißt, wir dürfen nur Hardbaits, Blech- oder Hybridköder angeln, was uns beide, denke ich, vor eine doch durchaus große Herausforderung stellt. An der einen oder anderen Stelle bestimmt, ja. Mit Sicherheit. Also viele Stellen sind ja schon mit Gummi am leichtesten zu beangeln. Genau. Und deswegen mal sehen, was es wird, mal sehen, ob es überhaupt was wird. Aber das seht ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Zusehen. Jetzt geht's los. An Tag 2 des insgesamt dreitägigen Battles zwischen Andi und Enrico dürfen also keine reinen Gummiköder, sondern nur Metallköder, Hardbaits und Hybridköder gefischt werden. Der gestrige Tag ging mit einem Spielstand von 1:1 zu Ende. Heute werden insgesamt 4 Punkte vergeben. 2 für die meisten maßigen Hechte und 2 für den größten Hecht des Tages. Ja, wir haben jetzt hier eine flache Fläche von 2-3 Meter rechts neben uns. Wir treiben jetzt selbst so auf 4. Hat Enrico ausgesucht den Platz. Das ist ja kein Unbekannter. Da hast du ja gestern auch deinen Fisch gefangen. Und jetzt, wo es heute hell ist, habe ich hier ins Wasser geguckt. Und es ist halt sehr, sehr klar. Und dadurch habe ich jetzt eine natürliche Farbe genommen. Läuft nur 50, 60 Zentimeter tief, so wie ich ihn führe. Aber hier ist noch Kraut, trotz der Jahreszeit. Und ich denke, die Hechte kommen hoch, holen sich den, wie gesagt, bei den ersten Würfen hatte ich noch einen Jerkbait dran, der mir fast schon ein bisschen tief läuft, kam ja schon einer hinterher. Die Farbe ist dieselbe. Oh, jetzt denke ich mal, fangen wir hier gleich den einen oder anderen, hoffentlich. Ich habe mich genau eigentlich gegenteilig zu Andi entschieden. Andi fischt relativ groß schon. So Gleichbaits oder Jerkbaits muss man immer relativ gemächlich führen, aber ich möchte einfach erstmal gucken, dass ich mehr Fläche cover und deswegen habe ich ein Spinnerbait gewählt. In diesem Fall ein Köfi Spinnerbait, also als absoluter Prototyp und Geheimköder. Ich weiß noch gar nicht, ob ich den wirklich zeigen darf, aber wir schauen mal, ob der was bringt. Spinnerbaits sind generell für mich sehr, sehr gute Searchbaits, also Hechtköder, die man viel wirft, um viel Fläche zu covern und aktive Fische zu animieren. Das war wieder der Griff zur Fernbedienung. Ah! Ja, aber hier wird es auch flach, ne? Kommt so Kraut, oder was? Ja, aber das war angehalten und richtig tschock. Ja. Aber die wollen nicht richtig, weil sonst richtig, kann der so ein kleines Ding wie kann der so ein kleines Ding verfehlen? Ne? 10 Minuten geangelt, schon ist die Verzweiflung da. Wir haben nur Nachläufer, irgendwas muss man ändern. Spinner geht immer, ich habe mal einen Kaviar-Spinner dran gebaut. Der läuft dank der Bleigewichte. Einfach auswerfen, durchziehen, bei 4 Meter läuft er immer so richtig auf 2,50 Tiefe, bleibt schön unten. Und hatte jetzt direkt auch den ersten Biss bei diesem typischen Griff zur Fernbedienung. Ne? Man hört auf zu kurbeln und in dem Moment schlägt es ein. Der maßig ist, ich wage es zu bezweifeln. Ich hoffe nicht. 50 ist Maß, ne? 50? Ja. Ah, da könnte er dran kratzen. Da könnte er wirklich dran kratzen.
meine, wo soll jetzt ein kleinerer Hecht als 50 herkommen? Der müsste ja dieses Jahr geboren sein. So, kleines Babychen auf den Gravity Crank. Enrico, machst du mal die Scale nass? Ich mach mal ganz schnell die Scale Für dieses Monster. Guck mal, nicht. der wurde aber hier schon vom Hecht gepackt. Von einem größeren. Also sind wir in der Nähe. Und der hat 52. 52 cm, ich flipp aus. Ich halte ihn mal ganz weit nach vorne. 1,20 Meter hier an Bord. Das freut man sich über so kleine Fische, nicht wahr? Ja, geht so. Und Tatsächlich gerade nicht so. weg ist er. Aber trotzdem Petri. Petri, Dank. Der erste Fisch ist an Bord. Da er Maß hat, holt sich Andi logischerweise erstmal alle 4 Punkte, denn er liegt nun in beiden Rubriken vorne. Ja, Enrico, 2 Stunden sind um. Danke, dass du mich zum Fisch geführt hast. Super Service. Da war er. Ah, verdammt. Hinterher. Weißt du, was Karma ist? Ja, habe ich gemerkt. Ich habe nicht hingeguckt, sonst hätte ich ihn stehen lassen. Ja, eigentlich darf ich jetzt die Spots auswählen. Gut, wir sind jetzt an dem Spot hier seit 10 Minuten. Ich habe einen Fisch gefangen, jetzt den zweiten Nachläufer gehabt. Das ist eher ein Spot für kleine Fische, aber Kleinvieh macht auch Mist. Ne? Ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal noch 10, 15 Minuten hier. Ist ja witzlos, wir sind gerade über den ganzen See gefahren, um hier hinzukommen. Wenn wir jetzt den Spot, den ich so angeplant habe, ist wieder in einer ganz anderen Ecke, schon wieder fahren, dann verlieren wir zu viel Zeit. Aber wir machen jetzt erstmal hier 10, 15 Minuten weiter, gucken, ob noch einer kommt und dann geht es vielleicht an einen bisschen tieferen Spot, wo eventuell noch mal mit etwas Größerem zu rechnen ist. Oh, gut, ganz guter Fisch. Oha. Twitch, boom. Und den kleinen Trötenwobbler hat er sich so reingehauen. Ne? Ja, vorwärts. Beim Stehen lassen. Unglaublich. Ja, gut, dass wir hier geblieben sind, noch die 10 Minuten. Herr Breker, ich muss ja sagen, ich bin überrascht, aber Ich hatte Angst vorm Hardbait-Tag, dann bin ich ganz ehrlich. Aber zu Unrecht, wie es sieht gut aussieht. aus für dich bis jetzt. Guck mal, wie der sich den vorwärts abgeholt hat. Beim Stehen lassen, frontal weggeatmet. Ja. Schöner Fisch, was mag er haben? 66, 67 so? Ja, ich Vielleicht? glaube mehr. Noch mehr, ja? Ja, ich denke so 68, 70 kann der haben. Schon relativ dünn, der Der Kollege, ist ne? schlank, ja. Mach mal schnell die Scale nass, damit wir nicht zu lange draußen halten. Vorne liegt er an. Ui, 75. Ja, ich bin bei meinem Pensum von gestern ziemlich genau angekommen. Gut, der Zander fehlt noch, aber kann man ja nicht jeden Tag erwarten. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen genervt mittlerweile von dir. Das war mein Ziel. Dieser 75er Hecht bringt Andi gleich eine doppelte Verbesserung. Denn nicht nur seine Anzahl erhöht sich, auch bei der Fischgröße kann er entscheidend nachbessern. Ja, ihr seht mich gerade in relativ guter Laune, verständlicherweise. Ich habe ja den ersten kleinen Fisch auf den Gravity Crank gefangen. Die Farbe hat sich also als gut herausgestellt. Jetzt habe ich den Gravity Twitch noch mal genommen, weil das Wasser ist immer noch relativ kalt. Ich dachte, den kannst du noch mal stehen lassen. Twitch den immer so 2, 3 Mal, lass den dann für manchmal 3, 4, manchmal auch nur 1, 2 Sekunden stehen. Bei dem jetzt auch. Ich habe getwitcht und habe den dann so 2 Sekunden stehen lassen und auf einmal rums hat er reingehämmert. Funktioniert einigermaßen. Vielleicht gebe ich dem Spot von Enrico hier doch noch ein paar mehr Minuten. Ja, so ist das, ne? Man fängt Fische, 2 Stück, und auf einmal sind die Boote um einen rum. Aber das kennt man ja von überall. Vielleicht auch verständlich, wenn man sich an einem Gewässer nicht auskennt. Hab ihn! Ich glaub's nicht. Langsam nervt's. Das war klein, Enrico. Der hat keine 50. Nicht? Der hat tatsächlich keine 50. Den lasse ich als Köderfisch dran. Guck ihn dir an, den süßen Kleinen. Ach Gott, ist der von diesem Jahr? Ja.
Ist wieder so ein Moment, der ist niedlich, aber man fuchtelt da schön mit der Hand dran rum und dann beißt er einem trotzdem den halben Finger ab. Und schnell wieder rein. Schupp. Sowas kann ich ja gar nicht ab, ne? Einer neben dir Fische fängt und du kriegst es selber nicht auf der Kette, irgendwas zu fangen. Das ist jetzt schon der 2. Tag in Folge. Irgendwie komisch. Fühlt sich, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Es ist nicht so, dass wir beide grundlegend die Dinge anders machen, aber... Zack, zack, irgendwann mit Fisch. der Sache. Na, ob der Maß hat? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird so ein ganz knappes Ding, wie gerade bei meinem auch. 48. Aber ein schöner Fisch. Naja, schön gezeichnet. Und mein erster Fisch für heute. Oh, unglaublich. Ich bin erleichtert, aber gleichermaßen auch etwas enttäuscht. 48. Da weißt du immer nicht so genau, ob du dich freuen sollst oder nicht. Ich freue mich natürlich, dass ich jetzt endlich einen Fisch gefangen habe und es scheint so, dass die Hechte, also wenn sie denn beißen, auf Köder beißen, die ein bisschen kleiner sind und längere Pausen haben. Also solche Twitchbaits, die Andi da eben ausgegraben hat, habe ich natürlich auch in meiner Box. Ich hatte vorhin auch schon mal probiert, mit dem Twitchbait zu angeln, aber nicht lange daran festgehalten. Jetzt muss man mal gucken, vielleicht gibt es noch 1, 2 andere Köder, die man ausprobieren kann, die so ein ähnliches Laufverhalten haben, vielleicht mit ein bisschen mehr Rasseln oder so. Ich denke da vielleicht an so einen Lipless Crank, aber ist vielleicht auch nicht das Richtige. Also das ist auf jeden Fall effektiv jetzt mit den Twitchbaits. An Lipless Crank denkst du? Wir haben doch viel die gleichen Gedanken. Schau mal hier. Ja. Ich habe eben auch schon echt in der Box gekramt. Ich habe ihn schon draußen liegen. Ja. Ist doch beängstigend. Also ihr seht, 2 doofe, ein Gedanke, oder wie sagt man? So sagt man es wohl. Wir sind jetzt hier am nächsten Spot. Eine Rinne zwischen 2 Flachgebieten durch. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen richtig Druck zu machen. Der Bush Spinnerbait mit der SG2 50 bis 100 Gramm 221. Der macht schon ordentlich Druck. Ich habe jetzt hier das längliche Blatt drauf gemacht. Im Lieferumfang ist auch noch ein rundes. Da macht er noch ein bisschen mehr Druck. Ja, wollen wir mal sehen, Enrico, oder? Was meinst du? Wollen wir mal sehen, ja. Gucken, ob keiner guckt. Ich bin gespannt. Motor ist drin. Ab geht's. Mal nass machen das Ding. Ich bin mit dem gerade, ich weiß jetzt nicht, ob hier so große Fische zu erwarten sind, wie in manchen Gewässern, wo ich sonst so fische. Deswegen bin ich jetzt noch mal eine Nummer kleiner gegangen mit dem Spinnerbait. Den hier holt sich auch so ein 65er ab. Geht ja heute auch um die Nummern hier, ne? Und raus damit. Ich bin froh, dass Andis Zeit vorbei ist. Es ist nämlich kein weiterer Fisch an Bord gekommen. Das ist gut für mich, aber das ist leider auch schlecht für die Fänge. Und das spricht auch nicht unbedingt für die Aktivität der Fische. Aber ich glaube, jetzt wird erstmal gezockt. Und vielleicht kann ich ja das Spiel für mich entscheiden. Zumindest das. Du sagst, du bist seit 21 Jahren glücklich verheiratet? Ja? Da wundert mich natürlich dein Glück im Spiel, ne? Bei dem Glück in der Liebe. Vielleicht ändert sich das ja heute ein bisschen. Zocken wir mal. Mal schauen. Willkommen zum nächsten Minigame. Schön, dass ihr beide schon was gefangen habt heute. Da geht aber auf jeden Fall noch mehr.
Doch die nächsten 2 Stunden wird es für einen von euch beiden nicht unbedingt leichter. Denn der Verlierer dieses Spiels muss 5 Köder aus seiner Tacklebox auswählen. Keine Gummifische, also die Regeln bleiben natürlich dieselben. 5 Köder wählt er aus und anschließend darf der Gewinner einen dieser 5 Köder auswählen, mit dem er in den nächsten 2 Stunden ausschließlich angeln darf. Also mit dem der Verlierer ausschließlich angeln darf. Ihr bekommt gleich nacheinander maximal 5 Fangfotos gezeigt und ihr müsst einfach euch überlegen, wie lang ist dieser Fisch und wer näher dran ist, der bekommt den Punkt. Sind beide gleich nah dran, dann bekommen natürlich beide einen Punkt. Viel Erfolg. Das darf ich heute nicht verlieren. Das darf ich nicht verlieren. Ich habe schon viel zu viel verloren. Das reicht jetzt auch. Ja, du hast das wichtigste Spiel gestern gewonnen, offensichtlich. Okay, Punkt an Enrico. Richtige Antwort ist 97 cm. What? Ja, ich mach's mal wieder Breker. Da kommt ein Haken hinter. Tja. Das wird ja alles sein. Ich wollte es gerade sagen. Punkt für Enrico. 51. Ja, damit. Nee, 1 musst du noch gewinnen, ne? Verdammt, um einen halben Zentimeter. Ja, weil halbe bei Barsch ist immer ganz gut, weil dann ist man näher dran. Ich weiß, was ich aufschreibe. Das ist wahrscheinlich falsch, aber. Punkt für Enrico. Richtige Antwort 88 cm. Oh, krass. Ja, herzlichen Glückwunsch, Enrico. Ich lege einfach 5-mal den gleichen Köder raus. Das geht nicht. In 5 verschiedenen In Farben. verschiedenen Farben. Jetzt muss ich 2 Stunden den gleichen Köder angeln. Ja, das kann aber auch gefährlich sein. Härteste Strafe für mich. Ne? Also, gerade wenn es mal nicht so läuft, wechsle ich die Köder nach allen 10 Minuten einfach fürs Gefühl, was wahrscheinlich am Ende des Tages Quatsch ist. Aber naja. Ich bin froh, dass ich nicht in deiner Haut stecke jetzt. Aber für mich wäre es auch eine mittelschwere Katastrophe gewesen, weil ich überhaupt gar nicht rausgefunden habe, auf was die Fische wollen. Wie auch bei den Mengen, die wir gefangen haben. Ne? Ja, eben. Aber ja, ich habe mich jetzt entschieden für einen Kaviarspinner, den ich mit einem Sprengring zum Doppelspinner gemacht habe. Spinner geht immer. Hatte ich ja heute Morgen auch direkt einen Biss drauf. Da brauche ich nicht viel zu sagen. 2 Fische mitgefangen, einen hier mitgefangen. Hier so ein Jig-Spinner. Fängt auch immer und überall, kann man im tiefen, im flachen Wasser angeln. Und der Jerkstar sowieso, hatte ich heute Morgen auch einen Nachläufer drauf. Und das ist auch so ein Großfischgarant. Die letzten beiden guten Fische der Saison habe ich ja letztens noch darauf gefangen. Ja, deswegen, ich glaube, ich entscheide mich an dieser Stelle für den Jig-Spinner. Kann ich mitleben. Den wollte ich sowieso, den habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt. Ich habe gerade noch mal durch die Kiste gestöbert, habe ihn dann gefunden. Das ist auch das relativ große Modell. Ist auch für Hecht noch durchaus in Ordnung. 2 Stunden Jig-Spinner, Freunde, was soll ich dazu sagen? Ich fühle mich wie Geburtstag und Ostern an einem Tag. Ja, herrlich. Dann wollen wir mal wieder raus auf den Teich, oder? Genau, so machen Ab geht's. Wunderbar, Enrico ist noch nicht fertig. Ich bin so nett und warte. Brauchst du nicht. Brauche ich nicht. Und mache ich hier mal einen auf ersten Wurf, so wie heute Morgen. Nur diesmal schlage ich auch an. Ich lege so lange die Routen noch hin, Andi. Ja, sind deine Routen. Ich weiß. Das ist so ein Typ, ey. Du hast den Enrico geschockt.
Oh, der hat auf jeden Fall Maß. Das denke ich wohl auch. Gute Entscheidung mit dem Jigspinner, Enrico. Danke dafür. Ist schon gut, ist schon gut. Der hatte den vorher schon einmal angetickert. Schon gedacht, war er das nicht? Und dann kam er doch hinterher. Vielen, vielen Dank, mein Freund. Echt, der Mann macht mich fertig. Das gibt's doch gar nicht. Gute Wahl von Enrico. Auf ihn ist Verlass. Stellenwahl war wieder 1A. Köderwahl für mich auch super. Ich kann mich hier überhaupt nicht beschweren. Das ist voll Guiding. 57. Das mit den Numbers, also wer die meisten Fische fängt, das wird jetzt schwierig. Dreimaßige Fische gegen gar keinen, das ist schwer. Bleibt mir eigentlich nur noch heute, den größeren Fisch zu fangen. Das ist bitter. Kannst mir doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist, wir sind genau an dem Platz, der mir schon mal das Genick gebrochen hat. Hier hat Tim seinen 81er gefangen. Ja, das bringt mir jetzt reichlich wenig gerade. Tja, so ist es, ne? Kriegt die Bisse nicht verwertet. Scheiße, das kotzt mich richtig an. Aber so ist es. Das ist Angeln. Manchmal läuft's nicht. Zu mir. Zu mir läuft auch nichts. Aber bei mir läuft es nicht. Besserer. Nicht viel, aber ein bisschen besserer. Warte, ich komme. Machst du selber? Kann helfen. Und wieder richtig weggedübelt, das Teil. So langsam habe ich keine Lust mehr. Es ist kein Scheiß, Alter. Also nicht keine Lust mehr zu angeln, aber das kann doch gar nicht wahr sein. Ich kann nicht behaupten, dass es mir keinen Spaß macht. Wieder richtig schön Wolle genommen. Ist auch schon los. Enricos super Wahl für meinen 2-Stunden-Köder. Hätte fast gesagt Einheitsgröße. Was hat der? 57, 58 so? Oh, ich sag 61. Hat Gründe, dass du dein Spiel vorhin gewonnen hast. 62 ja dann. Schöner kleiner Racker. Gestern haben wir ja gelernt, wie alt die sind. Ich sag mal, in 8 Jahren ist er ausgewachsen. Dann kann er noch mal kommen. Ja, ich glaube, ich bleibe nach den 2 Stunden bei dem Köder einfach für den Rest des Tages. Hast du ganz gut ausgewählt. Ja, letzter Wurf, selbst mit dem Chatterbait und dem Köfi-Prototypen, mit dem Doppelschwanz-Twister hier, leider nichts passiert. Ich bin ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber gefrustet so. Irgendwie funktioniert es nicht, eben noch einen Fehlbiss gehabt und 2 glaube ich sogar, die Fische bleiben nicht hängen. Vielleicht auch ein bisschen zu unkonzentriert gewesen heute, aber naja, egal. Das soll auf jeden Fall die Leistung von Andi nicht schmälern. Muss schon sagen, der Typ liefert. Zu meinem Erstaunen, aber auch zu meinem Bedauern. Anders kann man es nicht sagen. Nein, aber also wirklich, wirklich gut, macht Spaß und habe schon wieder was dazugelernt. Also von daher ganz gut. Trotzdem, jetzt sind noch 2 Stunden, meine Zeit ist vorbei. Und ich hoffe, dass ich in den 2 Stunden zumindest noch den Big Fish Point holen kann, weil den Numbers Point, der wird jetzt innerhalb von 2 Stunden nicht mehr leicht aufzuholen. Also eigentlich unmöglich, würde ich sagen. Herr Breker, sind Sie bereit? Herr Di Ventura, ready when you are. So, wir kommen zum zweiten Minigame des heutigen Tages. Und wie gestern und wie auch morgen, kann ich schon verraten, geht das zweite Game darum, wer sich die Gunst des Kameramanns Tim sichern darf. Wer darf ihn in sein Team holen, ihn mit Tackle ausstatten und für sein Team mitangeln lassen?
Heute haben wir ein kleines Angelquiz vorbereitet. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt und wer zuerst 3 Punkte hat, gewinnt. Haben beide gleichzeitig 3 Punkte, dann kommt natürlich eine nächste Frage, bis einer dann richtig liegt und der andere falsch. Dann mal gucken, wer hier mehr weiß und wer Tim an seiner Seite hat nach diesem Spiel. So, auf welchen Angler geht das Net-Rig namentlich zurück? A. Das Net-Rig geht auf Ned Flanders von den Simpsons zurück, der das Rig in den 90er Jahren in einer Folge fischte. Klar. B. Auf den amerikanischen Bassangler Ned Keede. C. Der Name basiert auf den 3 Anfangsbuchstaben italienischer Angelkumpels, die das Rig am Lago di Bolsena erfunden haben. In Klammern Natale, Eliano und Dino. Weißt du, was ein Netrig ist? Ja. Das ist, wo das Blei so nach unten weghängt, ne? Nein? Ich bin ja so ein richtiger Finesse-Angler. Richtig der Mann fürs Feine bin ich. Okay. Ah, ja, Beide ja, ein ja. Punkt. Okay. Ja, dieses mit diesen, dass man so, mit so Würmern fischt. Ja, dann kenne ich's doch. Welcher heimische Fisch hat grüne Gräten? A. Der Döbel, B. der Dornhecht, C. die Barbe. Was? Was? Welcher heimische Fisch Fisch? hat grüne Gräten? Ja. Hornhecht, Döbel, Hornhecht. Hornhecht oder Barbe? Was ist A, was ist B? A ist Döbel, B ist Hornhecht, C ist Barbe. Gut. Okay? Also wenn das jetzt nicht 2-2 steht, dann kannst du aufhören zu angeln. Welcher Fisch riecht nach Gurke? A. der Aaland, B. die Barbe, C. der Stint. 3-3. Ja. Ja, gut. Welcher dieser 3 angelnden Ex-Profifußballer hat ein Buch übers Angeln geschrieben? A. Horst Hrubesch, B. Miroslav Klose, C. Patrick Ovomoyela. Antwort ist Horst Hrubesch. Fuck. Ist auch Klose? Ja, ich dachte, Klose habe ich irgendwann mal gehört. Habe ich auch mal aufgeschnappt. Ja, also dass der geangelt hat, weiß ich sicher, aber Ja, das weiß ich auch. Der hat viel auf Wels geangelt in Italien. und Das der Blut welchen Fisches ist giftig? A. Hecht, B. Rapfen, C. Aal. Richtig. 4-4. Welcher Fisch riecht nach Thymian? A. die Esche, B. der Saibling, C. der Gründling. Das muss ich raten. Fisch, der nach Thymian riecht, das muss ich auch raten. Beide falsch. Die Esche. Ich habe auch den Gründling genommen. Also ich habe bisher in meinem Leben eine Esche gefangen, auf einen Spinner beim Forellenangeln, aber an der habe ich nicht gerochen. Die habe ich schnell wieder freigelassen. Thymian. Der Rogen welches Fisches ist giftig? A. von der Barbe, B. vom Stör, C. vom Lachs. Und jetzt? 5-5. 5-5. 5-5. Wie hoch ist die Körpertemperatur der Fische? Etwa gleich der Wassertemperatur, höher als die Wassertemperatur, etwa gleich der Lufttemperatur. Allerdings nicht bei allen Fischen. Okay. Thunfische können ihre Temperatur ein paar Grad über die Wassertemperatur erhöhen und haben deswegen so eine unfassbare Ausdauer. Okay. Hast du Klopapier? Klopapier ist, glaube ich, hier drin. Warum? Für den Klugscheiß. Ja, ich meine, das Italienerbärtchen schöner. Ja, Nein, aber das wusste ich auch nicht. Nein? Ja, hätte er das mal gefragt. Ja, hätte er das mal gefragt, hätte ich verloren. Welche Fischart kann ihre Körpertemperatur über die der Wassertemperatur stellen? Das hätte noch, ja. Ja, schön, Enrico. Komm du mal zwischen uns. Was hast du denn da? Ja, Kopf und Zahl. Nee, was hast du? 50 Cent? 50 Cent. Ich lasse dir den Vortritt. Hast 50 Cent so über mein Schicksal entscheiden können. Ja. Oh, und raus aus dem Boot, das Ding. Das war auch nichts. Das schneiden wir bitte nicht raus. Die ist da Nein, runtergefallen irgendwo. Jetzt. Zahl.
soll ich dazu sagen? Ja, ich Tim. würde sagen, Und untersteh dich, Tim. Untersteh dich. Ich sag es dir. ich würde sagen, herzlich willkommen bei mir an meiner Seite mal wieder. Ja, Team In unserer Mitte. Ja, ich freue mich sehr. Sieht man mir an. Also gestern, das war schon sehr viel Glück, dass Tim diesen... Also Ja, nicht das war Tim, richtig natürlich Glück. nicht, Richtig aber Glück war es das. ist natürlich sehr viel Glück, dass der Punkt dann für mich zählt. Ja. Tim, bist du bereit? Ja. Tim, ich sag's dir, du willst noch mit mir nach Hause fahren. Übrigens 77 reicht. Heute. Ich würde gerne nochmal eine 80 gerne fahren. Ja, okay, dann alles gut. Ich sag's dir, ein 81er reicht nicht. Weil ich hier an einen wunderbaren Big Fish Spot gefahren bin, wo ich jetzt, ich darf ja wieder Köder fischen, wie ich lustig Jetzt darfst bin, du angeln, was du möchtest. was im Salzwasser funktioniert, Meinst du, ja? ist Wow. im Süßwasser nicht unbedingt schlecht. Wir haben schon relativ wenig Licht. Pink ist immer so eine Farbe. Ja, das stimmt. Und dieses Ding läuft extrem geil, auch auf Hecht. Das ist jetzt hier die ganz neue Farbe. Und mit dem alten habe ich schon richtig gut gefangen. Ich hoffe, mit dem setze ich das jetzt fort. Wenn du darauf einfängst, koche ich heute Abend für dich. Und sonst nicht? Sonst auch. Alter, Also, lass uns loslegen. los geht's. Digga, der ist über 78. Kescher vielleicht jemand? Ungehalten, der Kollege. Jawohl. Guck damit. Geil. Dämmerungsphase. Herr Breker. Ja. Chapeau, mein Freund. Gut. Aber ich angel jetzt trotzdem weiter. Mach das. Zeit ist Fisch. Oh, der hing aber auch am seidenen Faden, ey. Guck mal. Da der Jigspinner vorhin so gut gefangen hat, habe ich mir gedacht, ein bisschen größer dürfte es sein für einen schönen Hecht. Ich habe mal auf die Schönheit gewechselt. Was sagst du? 85? Ich sage 88, 90, Sind das? 85. 86? 86, ne? 600. Petri. Endlich mal das, wofür ich eigentlich hingekommen bin. Was soll ich sagen? Ich bin schwer zufrieden. Petri. Gut, aber genervt bin ich trotzdem. Nicht von dir, sondern von mir. Ja, ich verstehe es. Ich würde dir auch wirklich jetzt so einen 81er gönnen. Würde ich dir wirklich gönnen. Dem Mann gelingt heute alles. Wie kurz vorher angesagt, holt Andi einen mit 80er Hecht aus dem Wasser. War das die Entscheidung an Tag 2? Die Anzahl wird Enrico heute nicht mehr schlagen können und auch die Fischgröße wird nun deutlich schwieriger zu toppen sein. Doch kurz darauf ist Enricos Rute krumm. Kann er doch noch den Ausgleich holen? Oh, auch kein schlechter. Enrico! Das wird eine ganz enge Kiste. Ist mir egal. Also von mir aus gerne einen Zentimeter unter dir, das ist mir scheißegal. Aber ich wollte meinen vernünftigen Fisch fangen. Petri, Mann. Es ist voll dran. Und ich soll es nicht sagen, aber schon wieder in den letzten Minuten. Wird das hier jetzt so ein Ding oder was? 82. 82, egal. Ich bin ein bisschen erleichtert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, ich bin froh, dass ich diesen Fisch endlich gefangen habe. Fantastischer Fisch. Ich bin super happy. Geil. Da fällt eine Last ab, ey. Es ging mir jetzt gar nicht mehr darum, den größeren Fisch zu fangen. Ich wollte einfach nur einen schönen, maßigen Fisch fangen. Meine Güte, ey. Knapp daneben ist auch vorbei.
Auch wenn der Hecht ebenfalls eine gute Größe hat, ist er 5 cm zu kurz, um Andi die Big Fish Punkte noch wegzuschnappen. Somit gehen alle 4 Punkte des Tages auf Andis Konto, der damit in der Gesamtwertung nach Tag 2 mit 5:1 in Führung liegt. Da am dritten Tag jedoch insgesamt 6 Punkte vergeben werden, ist noch immer alles offen. Die Abmoderation für die heutige Folge mussten wir leider nach drin verlegen. Also wir sind jetzt in der Unterkunft, weil es war echt mieses Wetter. Es hat zum Schluss echt nur noch hart geregnet und dann war es irgendwann auch zu dunkel für die Abmoderation draußen. Also haben wir es nach innen verlegt. Wir haben alles gegeben heute. Der Tag wurde von dem Wetter noch richtig abgerundet. Ja, genau. Hat uns noch das letzte bisschen gegeben am Ende. Ich bin auch echt gar, muss ich sagen. Also so einem ganzen Angeltag. Wir haben ja nicht so früh angefangen, aber also den merke ich schon gerade. Aber du hast mich schon ein bisschen abrasiert heute, muss man sagen. Ich sag dazu nicht. Nicht so bescheiden, Herr Breker. Der Charmeur schweigt und genießt. Ja, nee, also nicht so bescheiden. Hast wirklich gut performt heute, sehr, sehr gut gefangen. Von daher würde ich sagen, ist heute der Tag verdient an dich gegangen. Gestern war es ja relativ glücklich für mich noch mit dem Ausgleich. Ja, aber auch nicht so verdient. Also morgen geht es für mich zumindest um alles. Du kannst erstmal gucken, was so passiert. Aber du kannst halt morgen sehr hoch pokern auf dem großen Durch das Unentschieden gestern kann, klar, der große Fisch morgen, der eine Punkt dafür wird mir reichen. Genau, deswegen kannst du eigentlich morgen erstmal Vollgas auf dem Ich kann das machen, was ich gerne mache. Genau. Ja. Und ich muss zusehen, dass ich alles das mache, was er gerne macht und nur besser. Aber was dann passiert, seht ihr natürlich in der dritten Folge. Also viel Spaß beim Zusehen bei der dritten Folge und ich hoffe, auch diese Folge hat euch wieder gefallen. 100.000 Abonnenten sind unser großes Ziel, deswegen fleißig abonnieren, ihr wisst Bescheid. Bis zur nächsten Folge und wir sehen uns morgen in alter Frische. Bis zur nächsten Folge und gute Nacht. Genau.